Hallo Leute, da bin ich wieder. Diese wunderschöne Olivenholz-Baumscheibe habe ich auf eBay von Olivenholz bekommen. Ich verlinke euch die Seite in der Videobeschreibung. Die Scheibe ist leider in 4 Teile gerissen und ich wurde gefragt, ob ich sie gebrauchen könnte. Na klar, ich werde einen sehr schönen Epoxidharz-Beistelltisch daraus bauen. Als erstes müssen die Baumrinde und die morschen Stellen entfernt werden. Dafür habe ich unter anderem eine Stahlrundbürste und eine Drahtbürste benutzt. Die Baumscheibe ist im Durchschnitt 47 cm breit und ca. 5 cm dick. Übrigens habe ich schon mal einen sehr schönen, etwas größeren Epoxidharz-Couchtisch aus einer Baumscheibe gebaut. Das Video dazu verlinke ich euch am Ende des Videos im Abspann. Da die Baumscheibe in 4 Teile gerissen ist, werde ich sie erstmal mit 8 mm Holzdübeln an diesen Stellen miteinander verbinden. In diesem Bereich kommen die Dübel dran. Mit einem 8 mm Bohrer bohre ich ca. 1 cm tief rein, um die Zentrierhilfe für die Holzdübel einzusetzen. Dann wird das eine Holzstück gegen das zweite mit den Strichen bündig gelegt, fest angedrückt und die Zentrierspitzen drücken sich in das zweite Holzstück hinein und somit weiß man genau, wo man bohren muss. Die Löcher sind vorgebohrt, jetzt kommt noch der Holzleim rein, dann werden die 8 mm Holzdübel hineingesteckt und die 2 Holzstücke können miteinander verbunden werden. Übrigens werden die ganzen Werkzeuge, das benutzte Material, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, die 2 Stücke können jetzt zusammengeführt werden, leicht zusammengeklopft. Und über Nacht habe ich sie mit einer Schraubzwinge festgemacht und antrocknen lassen. Und das gleiche habe ich dann auch mit der zweiten Hälfte gemacht. Und ebenfalls über Nacht trocknen lassen. In das Holz habe ich noch zusätzlich mehrere Löcher gebohrt, damit das Epoxidharz da auch noch reinfließen kann und somit auch von innen in das Holz eindringen und stabilisieren kann. Und jetzt werden noch die Löcher für die Holzdübel gebohrt. So, wie man sehen kann, die Löcher für die Holzdübel habe ich gebohrt. Die Dübel sind drinne und die restlichen Löcher, die man sieht, das waren die Löcher, wo ich eben erklärt habe, wo noch das Epoxidharz eindringen kann. Die 2 großen Elemente werden jetzt auch ineinander gesteckt und mit den Schraubzwingen angezogen. Und das Ganze trocknet dann auch über Nacht. Eine selbstklebende Folie wird auf die Arbeitsplatte geklebt, um später die Baumscheibe lösen zu können. Unter die Baumscheibe habe ich am Rand Silikon angebracht, damit zwischen Folie und Holz ein kleiner Hohlraum von ca. 1 mm entstehen kann und das Epoxidharz komplett unter die Holzrückseite fließen kann. Zusätzlich werden noch der Rand und die einzelnen Risse ebenso abgedichtet. Das Epoxidharz ist von der Marke Dipon, die werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken, ist wirklich super und lässt sich bis zu einer Höhe von 5 cm gießen. Das Epoxidharz muss gut durchmischt werden, dafür eignen sich solche Mischstäbchen. Der Innenbereich vom Tisch soll schwarz werden, deshalb kommen doch ein paar Tropfen schwarzer Farbpaste hinein. Aber wirklich nur ein paar Tropfen, die Farbe ist sehr ergiebig.
Beim ersten Gießen beabsichtige ich nur den Boden ca. 2 bis 3 mm mit Harz zu bedecken und die Holzinnenseite mit Harz zu bestreichen, damit das Holz nicht ausgasen kann und sich dann Blasen bilden. Wie gesagt, damit das Holz nicht ausgasen kann, kann man mit einem Pinsel den Innenbereich des Holzes mit Harz bestreichen und das über Nacht trocknen lassen. Übrigens, sollte euch das Video gefallen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich ein kostenloses Abo dalässt. Es würde mich sehr freuen. Danke schon mal im Voraus. Das Ganze konnte jetzt 24 Stunden trocknen und bevor die letzte Schicht Harz gegossen wird, umrande ich den Bereich mit Heißkleber, damit der Epoxidharzüberschuss beim Gießen nicht überall hinlaufen kann. Jetzt kann ich auch genügend Epoxidharz in die Risse reinfließen lassen, ohne dass das Epoxidharz unkontrolliert über die ganze Scheibe rausläuft oder drüber läuft. Das Ganze habe ich jetzt 3 Tage trocknen lassen. Fängt ja nämlich zu früh mit dem Schleifen an, schrumpft das Harz unter Umständen noch zusammen. Und dann habt ihr fertig geschliffen, das Harz schrumpft weiter und ihr habt später, ihr fühlt dann Kanten zwischen Holz und Epoxidharz. Durch die angebrachte Folie lässt sich die Baumscheibe auch recht easy von der Arbeitsplatte lösen. Gut, wie man sehen kann, ist auch die Rückseite der Baumscheibe komplett mit Epoxidharz bedeckt. Mit einem Bandschleifer und 80er Papier wird das überschüssige Harz entfernt und die Scheibe nun plan geschliffen. Während den ganzen Schleifarbeiten bitte unbedingt Atemschutzmaske tragen. Nachdem die Fläche plan geschliffen ist, wird mit dem Exzenterschleifer die Feinarbeit erledigt. Ich beginne erst mit 120er Papier, dann 180er, dann 240er und dann noch 400er Papier. Man kann sehen, dass noch an einigen Stellen die Risse nicht komplett zu sind. Mit Holzspachtel und schwarzer Farbe habe ich den Rest auch noch zugespachtelt. Und das Ganze nach dem Aushärten natürlich auch wieder mit 400er Schleifpapier abgeschliffen. Nach dem 400er Schleifpapier habe ich noch 600er, 800er, 1000er, 1200er und 1500er Papier benutzt. Der Baumscheibenrand wurde natürlich auch abgeschliffen. Ja, und so sieht nun die fertig geschliffene Baumscheibe aus. Die Scheibe jetzt nur noch vom Staub reinigen und dann können auch schon die Füße angebracht werden. Ich habe mich für 35 cm hohe Füße entschieden und nachdem ich die Position gefunden habe, werden die Stellen für die Bohrung markiert. Jetzt werden die Löcher für die 6 mm Einschraubmuttern gebohrt. Und dann die Einschraubmuttern hineingedreht. Und dann nur noch die 3 Füße angeschraubt. Hurra, der Tisch ist fertig. Und jetzt wird er nur noch mit dem Hermann Sachse Hartöl eingeölt. Und jetzt beginnt das, was ich am meisten liebe: Olivenholz einzuölen. Olivenholz hat so eine geile Maserung. Die ganzen Jahresringe, die Farben und die Struktur vom Holz kommt so geil zur Geltung. Das kann man gar nicht so über die Kamera, über die Aufnahme zeigen.
wie geil dieses Holz nach dem Einölen aussieht. Ich finde es einfach geil. Das ist für mich eins der schönsten Hölzer nach dem Bearbeiten und Einölen. Ja, natürlich wird auch noch der Tischrand eingeölt, damit die Struktur auch zur Geltung kommt. Und Leute, was sagt ihr dazu? Ich würde mich wirklich über ehrliche Kommentare freuen, ob euch der Tisch genauso gut gefällt wie mir. Also ich finde ihn wirklich genial. Und wie gesagt, ich finde Olivenholz ist eins der schönsten Hölzer. Und der Tisch ist wirklich, ich will mich nicht selber loben, aber der Tisch ist wirklich gut geworden. Und wie gesagt, ich würde mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo sehr, sehr freuen. Danke euch und bis zum nächsten Video. Ciao.